Warum sollten Führungskräfte einen Coach to go brauchen? Was ist die Idee dahinter? Die Zeiten beantworten die Frage. Wir leben mitten in einem Krisenszenario, wo sich eins auf das andere draufgetürmt hat. Und jetzt kommt alles zusammen. Ein Krieg, Inflation, Energiepreise, die weglaufen, Lieferketten, die immer noch gestört sind und wir sind immer noch im 3. Jahr der Pandemie. Und was heißt das für Führungskräfte? Eine enorme Belastung. Bedenken wir, dass wir in einer VUCA-Welt leben. VUCA ist ein Akronym, wo jeder Buchstabe für ein Wort steht und es bedeutet, wir leben in Zeiten, die sind volatil, uncertain, unsicher, komplex und ambiguous, mehrdeutig. Und das gilt für die gesamte Lage, in der wir uns befinden. Und das hat mit Führung eine ganze Menge zu tun, denn Menschen kommen mit dieser Unsicherheit, mit dieser Mehrdeutigkeit, mit diesen Sorgenpaketen und diesen Fragezeichen an ihre Arbeitsplätze und haben eigentlich nur einen Wunsch, dass der Arbeitsplatz eine stabile, trockene, kleine Insel mitten im rauen Meer ist. Und diese sicherzustellen und diese Insel herzustellen, anzubieten, trocken zu halten, das ist Führungsaufgabe. Was heißt das konkret? Wir sind Übersetzer von all diesen Nachrichten. Was bedeutet diese Nachrichtenlage für unser Unternehmen, für meinen Arbeitsplatz, für meine persönliche Zukunft? Wir sind Stabilisator, sorgen dafür, dass Ruhe herrscht, dass wir Orientierung geben. Wir sind der Leuchtturm im Atlantik bei Windstärke 8. Wir sind diejenigen, die die Teams stabilisieren. Wir sind diejenigen, die Übersetzungsleistung jeden Tag wieder neu bringen, weil jeden Tag neue Nachrichten auf uns einprasseln. Und da kann man sich dann irgendwann fragen, aus welcher Quelle schöpfe ich eigentlich als Führungskraft? Und dafür braucht es den Coach to go. Denn um das alles bewerkstelligen zu können, Sie selber leben auch in der VUCA-Welt, ist es hilfreich, eine Unterstützung an seiner Seite zu haben. Was ist also der Sinn und Zweck meines Buches und was war mein Anliegen, als ich es geschrieben habe? Entstanden ist es seit 2020, wirklich seit der Corona-Pandemie, um im Kontakt zu bleiben mit Klienten, um Hilfe anzubieten, um tatsächlich Unterstützung to go auf die Schnelle ad hoc für eine konkrete Situation anzubieten. Das ist die Idee dahinter und das Buch können Sie sich jetzt vorstellen als Nachschlagewerk. Sie müssen es nicht im Stück lesen, obwohl sich ein Autor freut, wenn das Buch auch wirklich gelesen wird. Sie können sich rausfischen, was Sie genau brauchen für Ihre jeweilige Lage und es teilt sich in 4 Untergruppen, in 4 Facetten von Führung auf. Es geht einmal um uns selber, Selbstreflexion. Wie ticke ich? Wie kann ich mich stärken? Wie kann ich mich beruhigen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich selber stabil bin und anderen etwas geben kann? Wie kann ich mich besser kennenlernen und nochmal besser verstehen, warum ich so führe und kommuniziere, wie ich kommuniziere, was ist gut daran, woran könnte ich arbeiten, das alles ist Teil 1. Teil 2 hat dann ganz viele kleine Abschnitte, die drehen sich alle um das Thema konkreter Führungssituationen, von sehr kritischen Fällen über Krisenmanagement bis hin zum Befördern von Menschen, Entwicklung von Teams. Der 3. Teil ist dann das ganze Thema, ganz praktische Kommunikationswerkzeuge zu vermitteln für ganz bestimmte Kommunikationssituationen, also zum Beispiel ein Kritikgespräch zu führen, ein Feedback zu geben, eine Online-Teamrunde zu moderieren, überhaupt ein Meeting zu moderieren. Welche Werkzeuge helfen mir da? Das wäre der 3. Teil. Und im gesamten 4. Teil finden Sie alles, um Ihre eigene Performance zu stärken. Also, das fängt an beim eigenen Chef, der ja oft nicht die eigene Performance stärkt, sondern eher vielleicht ein bisschen kritisch ist oder uns irgendwie anders aufregt oder aufbringt. Es geht darum, wie manage ich Situationen, wo ich selber von einer Führungskraft geführt werde, die mich nicht glücklich macht. Es geht aber auch um so Fragen, wie organisiere ich mich, welche Tricks aus dem Zeitmanagement helfen mir noch, wie stärke ich meine eigene Präsenz, wie komme ich besser rüber und wie hilft mir das Selbstmarketing zu zeigen, was nicht nur ich selber, sondern auch unsere Abteilung, unser Team täglich leistet. Das sind alles kleine Schnipsel, können Sie sich vorstellen, jeweils nur 2, 3 Seiten, super auf den Punkt, ganz pragmatisch, sofort umzusetzen. Das war die Idee dahinter, sodass Sie nicht viel Zeit investieren müssen. Ja, und ich kann abschließend nur sagen, mir ist es eine große Freude,
dieses Buch mit Ihnen zu teilen und ich freue mich, wenn es Ihnen weiterhilft. Insofern freue ich mich auch, wenn Sie es lesen und mir vielleicht Feedback dazu geben. Viel Freude damit und passen Sie auf sich auf.